wenn ich wie hier in unserem Land lebe, möchte ich Leute haben, die, wenn die was zu sagen haben, verantwortlich reagieren. Das erinnert mich an eine Zeit zurück, die wir hier in Deutschland hatten, wo wir nie wieder hin dürfen. So, letztens hatten wir schon gesehen, wie radikal diese Demonstranten sind. Und heute versuchen wir mal ein paar Interviews zu bekommen, um zu sehen, was diese Leute hier eigentlich auf die Straße treiben. So, und hier haben wir Heike und Heike. Und ja, richtig, ne? Ja, richtig. Ja, genau. Was hat euch heute hierher gebracht? Ich meine, man sieht natürlich schon eure Radikalität an, eindeutig an eurem... Die Querdenker. Ne? Oh, genau, genau. Für unsere Radikalität. Die sind dann, um die Echsenmenschen abzuwehren, ne? Genau. Genau, weil das ist die allerschlimmste Bedrohung. Die Echsen in der inneren Hohlerde, Leute. Also es geht nicht irgendwie um falsche Zahlen oder um eventuell wissenschaftliche Studien, die unter den Tisch gekehrt werden. Nein, die Echsen in der Hohlerde, oder? So ungefähr. Ja. Das ist das, was uns total mürbe macht. Ja. Deswegen sind wir wieder hier. Ja, okay, ne, da haben wir ja schon was gemeinsam. Ja. Was seht ihr da so als die allergrößte Gefahr? Ja, die Regenwürmer, die noch kommen. Die Regenwürmer? Ja. Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Was gibt's denn mit denen? Steht auch überall geschrieben, dass zuerst die Echsen kommen und danach die Regenwürmer. Ach so. Und dann hat Regenwurmplage. der Mensch keinen Platz mehr auf der Straße. Und die Regenwürmer wollen wir ja auch beschützen, Ja, oder? natürlich. Die kriegen alle Aluhelme auf. Ne? Ach so, Ja. ach so. Was hat das denn eigentlich auf sich mit den Aluhelmen? Ja, damit die keinen Sonnenbrand kriegen. Ach so, Ja. okay. Alles klar. Super, Heiko Okay. und Heike, ich danke vielmals. Ja, dann. So, hier haben wir Heike. Und ja, Heike, was hat dich bewegt, hier herzukommen und zu sagen, einen Demonstrationsspaziergang mitzumachen? Ich glaube, dass ganz viel Ungerechtigkeit gerade in unserem Land passiert. Ungerechtigkeiten, okay. Also ich will keinen Impfzwang zum Beispiel. Ja. Ich möchte die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Auf alle Fälle möchte ich auch freie Meinungsentscheidung über meine Gesundheit. Also das ist sowas, was für mich das wichtigste Thema eigentlich ist. Was sind so die Gründe, dass du dir gesagt hast, hey, Impfung eventuell doch nicht so? Weil in den Medien hört man ja eher so, jawohl, Impfung ganz toll. Gerade Bill Gates sagt ja, Leben wird nicht mal normal, ohne dass wir nicht alle irgendwo eine Spritze bekommen haben. Dann gibt es halt so viele Krankheiten in unserer heutigen, so gut organisierten, zivilisierten, medizinisch ausgestatteten Welt. Und man sagt, warum? Warum gibt es so viele Autisten plötzlich? Warum gibt es so viele Jugendliche, die MS haben? Ich finde das einfach nur bedenklich, sowas nicht mal ansatzweise zu hinterfragen als Mediziner. Ja. Und das ist das, was mich so stört. Genau. Und deswegen bin ich hier, um einfach zu zeigen, dass ich eine schönere, bessere Welt will und einfach, dass Leute auch gefragt werden, Wissenschaftler sind, und was dazu sagen können. Nicht Ja. nur so eine Mainstream-Meinung. Also spielt es darauf an, dass, ich sag mal, die Medien natürlich immer noch hochwissenschaftliche Daten veröffentlichen und solche absolut unwissenschaftlichen Daten wie von der Heinsberg-Studie oder von der Stanford-Studie, die kann man natürlich überhaupt nicht werden, ne? Weil die sind ja von unabhängigen Instituten gemacht, die sind ja definitiv beeinflusst, oder? Aber total. Mirko, was hat dich heute hier zum Spaziergang mitbewegt? Mich nervt die ganze Situation, die hier einfach so hoch und eine Sache durchzuziehen, die eigentlich niemand will. Und am Ende ist die ganze Wirtschaft im Arsch. Das alles wieder aufgebaut werden. Am Ende zahlst du Steuerzahler. Also ich spiele so Sachen darauf an, dass die gesamten Milliarden, die jetzt von der EZB ausgezahlt werden, dass das im Prinzip nur gedrucktes Ja, das Geld wird ist. gedruckt. No? Ja, Und das wird unser Geld wird dann damit sozusagen entwertet. Das siehst du doch schon. Ja. Geh einfach in Norden, prüf dir mal irgendwas. Google Eis. Ja. Ja? Du hast jetzt 1,10 € bezahlt, bis hast 1,20 €. Ja. Punkt. So, und so zieht sich das mit allen durch. Das sind immer schöne kleine Schritte, dass niemand so richtig mitbekommt. Ich laufe hier mit, damit die anderen um 8 ihre Tagesschau anschauen können. Ach so, okay. Weil die kriegen es ja nicht fertig, einen Arsch mal hochzukriegen, um da mitzulaufen. Die meckern alle nur stehen Kämmerlein, ja, aber es macht keiner was dagegen. Ich verstehe. Weil gerade die Tagesschau immer so sehr informativ ist und immer so hundertprozentig wahre Dinge raushaut. Ja. Ne? Und wenn selbst Frau Merkel sagt, wir haben die Fallzahlen jetzt so weit runtergeregelt, aber ihr müsst euren Mund-Nasenschutz weiter tragen. Für was denn?
Ja. Ich bin nicht so zum Schminken. Ich muss auch nicht machen, ich bin ja keine Frau. Entweder so blöd zum Schminken, es geht entweder Halloween raus oder aber setzt den ganzen Tag Knuffi-Maske auf. Nicht daheim sitzen, einfach Arschloch kriegen, mitmachen. Oder aufhören zu meckern. So, hier haben wir nächsten. Du bist der? Ich bin der Bernhard. Bernhard, Grüß Nico. dich. Servus. Hi. Okay, so was... Warte, Kamera richten. Was hat dich bewogen, heute mitzulaufen? 2 Punkte. Einerseits diese wunderschöne Gemeinschaft hier, dieses familiäre, was sehr, sehr angenehm ist. Es tut uns einfach allen gut, dass wir einfach uns spüren dürfen. Und andererseits einfach auch immer wieder so auch kleine Informationen auszutauschen. Und ich denke, jetzt geht es darum, dass jeder Einzelne einfach seine Antworten findet. Auf dieses Thema, dort wo jeder Einzelne steht gerade. Du meinst sozusagen, jeder sollte seine eigenen Informationen hinterfragen oder selber seine eigenen Informationen bekommen, selber im Internet nachschauen und so weiter. Internet ist ganz wichtig, und nicht einfach nur das glauben, was in diesem viereckigen Teil da von früh bis abend runtergeflimmert wird. Guck mal, es ist Folgendes, wenn ich wie hier in unserem Land lebe, möchte ich Leute haben, die, wenn die was zu sagen haben, verantwortlich reagieren. Das erinnert mich an eine Zeit zurück, die wir hier in Deutschland hatten, wo wir nie wieder hin dürfen. Und gerade hier in Zwickau, die Menschen sind sowas von herzlich, sowas von freundlich, weil wir einfach Mensch sind. Ja. Und darum geht es einfach. Genau. Danke dir. Danke dir, Abend dafür. Und sagst du mal nicht ja und Amen oder schämst dich nicht für dich? Stehst du am Pranger der Gesellschaft und man spuckt dir ins Gesicht. Und ganz vorne stehen die Ärsche und am großen Ei